Moin Leute, hier ist Mutensen und wisst ihr, was heute dran ist? Nach den ganzen Spiele-Videos ist eigentlich mal wieder Zeit für News. Es gibt ziemlich viele Ankündigungen für die PlayStation 2 in letzter Zeit. Die poste ich natürlich auch immer im Community-Tab, allerdings jetzt gibt es die nochmal hier kompakt für alle, die das nicht mitgekriegt haben in diesem Video. Also, Spiele-News für die PlayStation 2. Viel Spaß dabei. Brille auf, setz die Brille auf, setz die Brille auf. Bevor wir mit der Software starten, noch ein kleiner Hinweis. Es gibt jetzt wieder Globular Cluster. Ja, seit ein paar Tagen gibt es wieder das Komfort-Ding für die PlayStation 2. Ich benutze das jetzt, seit es draußen ist und möchte es auf jeden Fall nicht mehr missen. Ja, tatsächlich habe ich auch rausgefunden, dass auch der Kollege hier oben total Sinn macht. Wenn ich das Gerät aufsetze, bin ich nämlich direkt im Sweet Spot und muss nicht mehr viel rumfummeln. Abgesehen davon, dass man natürlich, dadurch, dass es jetzt viel bequemer ist, dann wahnsinnig lange spielen kann. Dieses Ding hier hinten war mein einziger Kritikpunkt, ja, weil ich gemeint hatte, ja, das könnte hier ein bisschen kürzer sein. In der Version, die es jetzt zu kaufen gibt, das ist eine neue, eine V2, haben sie daran was geändert. Was genau, weiß ich nicht so richtig. Irgendwie scheint das verstellbar zu sein. Ich bekomme die Ersatzteile für das bisherige Ding zugeschickt und kann euch das dann auch mal testen auf jeden Fall. Wenn man die Betreiber der Webseite kontaktiert und nachweisen kann, dass man das Gerät gekauft hat, dann bekommt man diese Upgrades auch umsonst zugeschickt. Die Links sowohl zum Amazon als auch zur Webseite, die mache ich mal in das Video. Und ansonsten, wenn ihr den Test zu dem sehen wollt, dann verlinke ich euch mein Testvideo auch nochmal. Ist auf jeden Fall ein Life-Changer für die PlayStation 2. Spätestens wenn ihr mit dem Sitz des Gerätes nicht richtig zufrieden seid, dann macht das den Job. Fantastisch. Und jetzt zu den Spielen. Dann hatten wir eigentlich auch noch eine Ankündigung, über die haben wir auch noch nicht gesprochen, nämlich dieser mysteriöse Multiplayer-Titel von Fast Travel Games, den sie hinter den Türen auf der Gamescom gezeigt haben. Der ist jetzt auch revealed und heißt Mannequin. Nee, Mannequin. Ganz interessante Geschichte. Ich mag übrigens die Artworks, die sie hier haben. Ja, das sieht irgendwie cool aus. Denn das ist mal tatsächlich, zumindest für mich, was komplett Neues, was Multiplayer angeht. Denn hier wird nicht einfach wild aufeinander geschossen oder sowas, sondern die Welt ist von Aliens überfallen worden und alle Leute sind irgendwie in ihren Positionen versteinert. Das ist die Prämisse des Games. Als Spieler müsst ihr jetzt rausfinden, wer von diesen versteinerten Menschen wirklich ein versteinerter Mensch ist oder und daher kommt der Name, ein Alien, das offensichtlich den einfach nur nachahmt. Also die können sich in sämtliche Formen verwandeln und stehen dann wie Mannequins da einfach nur rum. So, und ihr müsst als Spieler jetzt rausfinden, wer das Alien ist oder wer was anderes ist. Ich weiß es nicht genau, ich kann es mir noch nicht vorstellen. Auf jeden Fall spielt dann wohl die andere Seite die Aliens und wenn die euch berühren, dann werdet ihr versteinert. Interessantes Konzept. Ich kann es mir noch nicht vorstellen, wie das in der Praxis funktionieren wird. Muss ich echt sagen. Da bin ich mal aufgeregt. Wir haben ja noch Zeit, ja. Das kommt erst 2024. Ich denke mal, bis dahin kriegen wir noch sehr, sehr viele Informationen, dass wir uns da ein genaueres Bild machen können, was dann ja jetzt wirklich los ist mit diesem mysteriösen Titel. Dieser junge Mann hier im Video wird nämlich jetzt, nachdem er nichts gefunden hat mit seinem starken Scanner, eingefroren. Voila. Ich habe keine Idee, wie sich das anfühlt dann als Spieler. Echt merkwürdig, oder? Dann hatten wir eine neue State of Play, relativ kurzfristig angekündigt. Da wurde auch schon gesagt, es gibt im Prinzip nichts Neues, nur noch Informationen zu bekannten Sachen und genauso war es dann auch. Wir haben wieder neues Material zu dem fantastischen VR-Mode von Resident Evil 4 bekommen und diesmal auch ein halb konkretes Release-Date mit Winter. Ja, also das komplette Resident Evil 4 Remake, das jetzt dieses Jahr rausgekommen ist für die PlayStation 5, wird in der VR-Version vorliegen. Ja, da wird es wieder so ein kostenloses VR-DLC-Mod geben, wie schon für Resident Evil 8. Und dann könnt ihr das komplett in VR spielen. Und ich glaube, es wird vogelwild. Ich habe da richtig Bock drauf. Ich weiß nicht warum. Das ist nämlich ein bisschen actionorientierter und ich glaube, ich habe noch mehr Bock drauf als auf Resi 8. Ich werde aber auf jeden Fall versuchen, das bis zum Winter dann auch noch durchzuspielen hier im Let's Play, damit wir dann bereit sind für Resident Evil 4. Schöne Geschichte. Winter ist nicht sehr präzise, aber zumindest wissen wir auf jeden Fall, dass es noch dieses Jahr kommt. Dann auch zu einem Titel, der an sich schon bekannt war, nämlich Ghostbusters Rise of the Ghost Lord. Da gab es jetzt endlich mal konkretes Ingame-Material. Bisher hatten wir nämlich
immer nur irgendwelche Trailer bekommen, wo man nicht genau wusste, wird es so aussehen, wird es nicht aussehen. Jetzt hier, das, was hier abläuft, das ist wirklich Ingame-Material. Das könnt ihr euch angucken. Ich finde, das sieht eigentlich ganz nett aus. Ein schöner, advanceder Cartoon-Style, würde ich das nennen. Ne? Es ist zwar alles cartoonig, aber mit sehr schöner Beleuchtung und Effekten. Das sieht ganz gut aus. Und da haben sie uns zum Beispiel jetzt auch den konkreten Release-Date verraten. Das ist jetzt nämlich schon am 26. Oktober. Wir müssen jetzt also noch einen Monat und ein paar zerquetschte warten und dann können wir zu viert losziehen im Koop und Geister jagen. Könnte eine ziemlich feine Geschichte werden. Ich bin gespannt. Ich stelle es mir so ein bisschen vor wie After the Fall in vielleicht ein bisschen ulkiger. Ja, interessant ist auch, dass man das schon vorbestellen kann. Und was ein bisschen gemein ist, sie haben ja hier Ghostbusters Rise of the Ghost Lord Full Containment Edition. Ja, da sind irgendwelche kommenden DLCs für ein halbes Jahr gleich mit bei für saftige 54 €. Ihr könnt euch das Spiel, und jetzt kommt's, aber auch für 34,99 € kaufen und dann einfach mal gucken, ob ihr die DLCs dann nachkauft oder so. Ich weiß es nicht. Finde ich ein bisschen interessant, dass sie quasi die Deluxe Edition da erstmal oben hin tun. Naja, und mit 54,99 € ist es nämlich auch eine ganz schöne Ansage, ja, muss man mal sagen. Da müssen wir auch liefern. Jetzt mal hier wild durch den Store, was an neuen Sachen draußen ist, also was neu angekündigt ist. Pro Area, ja, das NFL-Spiel, von dem ich immer behaupte, dass es hier in Europa wahrscheinlich nicht so viele Leute brennend interessiert. Das kriegt einfach jetzt schon einen zweiten Teil. NFL ist natürlich in Amerika ein ganz großes Ding, etc. Am 28.09. Das kommt jetzt sogar schon diesen Monat. Krass. Das muss ich direkt mal im September-Listen-Ding eintragen. Das habe ich nicht gewusst. Krass. Okay, cool. Also Pro Area 2 kommt sogar noch jetzt hier im September. Oh, muss ich definitiv mal eintragen. Interessant. Und auch ein Titel von Fast Travel ist sogar jetzt schon für den 5. Oktober angekündigt. Ghost Signal, a Stellaris Game. Ghost Signal ist ein VR-Action-Spiel im Roguelike-Stil, das im Stellaris-Universum angesiedelt ist, wo du dein Schiff befehligst, um gegen eine Vielzahl außerirdischer Spezies zu kämpfen. Nimm an dynamischen Weltraumkriegen teil, triff auf planetengroße Kreaturen, sammle wertvolle Beute, um Forschungen zu betreiben und vieles mehr. Keine Reise gleich der anderen, kommst du hinter die Ursprünge des geheimnisvollen Ghost Signals. Ich habe mir das schon mal also es klingt jetzt nach Größe und viel. Ich habe mir das schon mal auf der Pico angeschaut und ja, das ist, ihr habt halt so kleine Raumschiffe vor euch und seid dann in so kleinen Asteroidenfeldern. Das ist alles so miniaturmäßig. Irgendjemand hatte kommentiert auf die Meldung, oh, wie No Man's Sky. Nee, überhaupt nicht, ja. Ganz und gar nicht. Es ist ein einfaches, kleines Spielchen. Und ich fand die Mechanik ein bisschen fisselig, muss ich sagen, ja. Aber gucken wir uns mal genauer an, wenn es dann draußen ist. Dann haben wir einen Neueintrag mit Overdark. Ich glaube, da hat jemand ganz clever versucht, das Wort VR in Overdark einzubringen. A Do Not Open Story. Do Not Open war ja ein Horrorfilm und dazu gab es auch schon ein Computerspiel, ein VR-Spiel sogar. Und das scheint jetzt irgendwie ein Spin-off oder sowas zu sein. Tauche ein in die furchterregende exklusive Fortsetzung von Do Not Open. In der virtuellen Realität mach dich bereit für eine noch intensivere Reise in Overdark, wo Horror und Spannung neue Höhen erreichen, während du die verfluchte Villa von Burgs Kidsville in vollständiger Immersion erkundest. Overdark ist die Fortsetzung des gefeierten Spiels Do Not Open und führt durch die Serie in der Welt der virtuellen Realität zu neuen Schrecken und Herausforderungen. Ein neuer Horrortitel, wie schön. Dann haben wir auch eine interessante Ankündigung, aber auch keine Panik. Das ist auch erst für 2024. Sieht aber ganz interessant aus. Das heißt Soul Covenant. Und hier gibt es leider nur einen 15-Sekunden-Trailer, also bitte jetzt nicht blinzeln. Achtung. これは死が語り継ぐ命の物語。ソウルコベナント。 Okay, also in einer nahen Zukunft, in einem zerstörten Japan, dreht es sich um den Kampf von der Menschheit gegen die Maschinen. Also auf jeden Fall sehr Japano, was wir gerade wieder gesehen haben, aber scheinbar ein bisschen Action. Lass uns mal überraschen, ne? Ich habe da noch keine großen Erwartungen. Ja, wir werden es mal verfolgen. Ich denke mal, bis 2024 kommen da noch mehr Informationen raus. Ob das irgendwie nur eine kleine Ballerbude oder ein großes Storyspiel ist, werden wir sehen. Dann hier für alle Leute der richtig harte Action. Sugar Mass, Let's Play Jolly Battle. Ja, ich lese mal vorsichtig vor, was da so steht. Vor allen Dingen könnt ihr das erkennen als Peripherie, die hier mit benötigt wird. Nicht nur die PlayStation VR 2, sondern auch ein SingStar-Mikrofon optional. Ich weiß nicht, ob das ein Fehler ist. Auf jeden Fall dann ein sehr, sehr lustiger. Sugar Mass.
Let's Play Jolly Battle ist ein unterhaltsamer Arcade-Ego-Shooter für die ganze Familie. Begib dich auf eine Reise durch die fantastischen Levels von Sugar Kingdom. Wehre die Angriffe der lustigen, leckeren Feinde ab, die beim Aufprall in Stücke zerspringen. Nutze dein riesiges Waffenarsenal, das immer stärker wird, je mehr du es einsetzt. Benutze besondere Gegenstände, um dir einen Vorteil gegenüber deinen Gegnern zu verschaffen. Fordere mächtige Bosse heraus und nutze ihre Schwachstellen, um sie zu beseitigen. Weitere spannende Aktivitäten warten auf dich. Löse knifflige Rätsel, fahre in einem einzigartigen Fahrzeug, das ist Königreich, spüre den Rhythmus und nimm an musikalischen Aufführungen teil. Vielleicht braucht man dafür das Mikrofon. Tauche ein in eine märchenhafte Welt und erfahre die spannenden Geschichten des Zuckerprinzen und seines geheimnisvollen Feindes. Das wird nochmal was sehr Spezielles. Ich denke mal, da sind wir alle heiß drauf. Interessante Geschichte. Dann haben wir noch Blink and the Vacuum Space, auch ganz neu als Ankündigung im Store aufgetaucht. Hier habe ich tatsächlich wirklich noch so gut wie keine Informationen, außer dass das mit Blick auf Spieler mit Autismus entwickelt wurde. Willkommen auf der Weltraumstation Norpopolis. Bösartige Kreaturen namens Grubs sind nach einem Laboranfall entkommen und richten auf der ganzen Station Chaos an. Du musst Blink mit deinem treuen Vakuummeiser 5000 dabei helfen, sie alle zu fangen und zurück ins Labor zu bringen, um wieder Ordnung herzustellen. Du arbeitest verdeckt und fängst die Groups in ganzen Nordpopolis und hilfst gleichzeitig den Einheimischen. Durchsuche das Gepäck des Raumhafens und übernimm die Rolle des schusseligen Sicherheitsbeamten Boob. Steht hier wirklich. Gehe in die Münder der Leute hinein. Gemeinsam mit Nasel, der Zahnärztin von Nordpopolis, reinigst du die Zähne der Bewohner, bewirtschaftest den Stadionspark und fange Fische. Sorge dafür, dass Fleck als besorgte Parkwache die Quote erfüllen kann. Was ist hier los? Offensichtlich spielt man irgendwie alle möglichen Angestellten eines Flughafens mit angeschlossenem Freizeitpark. Das werden wir mal beobachten, Leute. Also Blink and the Vacuum of Space. Super schräg. Dann schon ein bisschen bekannter und jetzt offiziell angekündigt ist Propagation Paradise Hotel. Das ist auch wieder so ein klassischer Horrortitel. Das war klar, dass der kommt. Der ist schon länger in der Ankündigung gewesen. Ja, jetzt ist es ein bisschen konkreter geworden, dass es im Oktober kommt. Welchen Oktober, haben sie allerdings immer noch nicht gesagt. Tja, mal schauen, ob ich mir das angucken werde. Ich weiß ja, ich bin ja immer nicht so affin bei gruseligen Geschichten. Aber in irgendeiner Art und Weise werden wir da schon Material zu kriegen, damit ihr informiert seid, was und ob das jetzt ein lohnendes Spiel ist. Machte aber eigentlich einen ganz guten Eindruck. Es ist ja schon für PC, wenn ich mich nicht täusche, draußen und da konnte man sich schon Reviews angucken. So, unser nächster umwerfender Titel ist Kill It With Fire. Das habe ich auch so am Rande schon mal mitbekommen. Ja, das gab es schon für andere Plattformen. Die gute Nachricht, die VR-Version von Kill It With Fire bietet die ultimative Freiheit, den ältesten und tödlichsten Feind der Menschheit zu jagen und zu vernichten. Du hältst mehr Kontrolle denn je darüber, wie du die achtbeinige Plage zur Strecke bringst. Die schlechte Nachricht, es sind Spinnen in VR. Sag nicht, wir hätten dich nicht gewarnt. Wir müssen ja gar nicht um den heißen Brei herumreden. Der Ort hier hat eben ein Spinnenproblem und als lizenzierter Kill It With Fire Exterminator bist du genau die richtige Person. So, die Features dieses Spieles. Haufenweise einzigartige Waffen und Ausrüstung, 8 verschiedene Spinnenarten, realistisches Brandsimulationssystem, willkürliches Chaos und Zerstörung, Dutzende optionale Ziele, jede Menge versteckte Upgrades, Arachno-Herausforderungskämpfe, ein geheimes Ende. Also hier müssen wir Spinnen bekämpfen. Ich glaube, das ist alles mit sehr, sehr einfachem Indie-Niveau. Dann ein Titel, der es wieder mal von der PlayStation VR 1 geschafft hat, ist Worlds of the Wizard. Das kriegen wir jetzt auch am 3. Oktober. Ich muss ehrlich sagen, das war noch nicht immer auf der PlayStation 1 wirklich ein tolles Ding. Eigentlich war das auch ja so ein ich mache einfach Sachen in VR. Das ist kein richtiges Spiel, sondern so Rummacherei. Keine Ahnung, ob sie das vielleicht aufgebohrt haben in der Zeit. Wir beobachten das mal weiter, aber ich fand es auf der PlayStation 1 schon ziemlich unnötig. Jetzt haben wir eine PlayStation 2 Version davon. Wundervoll. Und ein bisschen ähnlich ist es mit VR Pigeons. Hier könnt ihr jetzt auch auf der PlayStation VR 2. Es ist nämlich schon drinne in der Sortierung. Hier ist sogar noch die PlayStation VR 1 Version angemerkt, ja.
Das habe ich mir auf der PSVR 1 nie angeguckt, muss ich gestehen. Die ganze Welt ist ein Dach und alle Männer und Frauen sind bloß Tauben. Verwende die Macht von VR und eine absolut einzigartige Bewegungssteuerung, um in den Körper einer Taube zu schlüpfen. Entdecke die Welt und finde ein Dach für dich. Warte darauf, dass dir eine Oma Brot zuwirft und man spielt eine Taube in VR. Und dann habe ich am Schluss noch eine nette Nachricht, denn die Entwickler von The Last Clockwork haben gerade getwittert, dass sie jetzt alle möglichen Sprachversionen fertig haben und sie suchen Tester, die nochmal die Sprachversionen testen. Darunter war auch eine deutsche. Ja? Also The Last Clockwork wird es irgendwann demnächst dann auch in nativer deutscher Sprache geben. Ist doch mal was Feines. Ganz frisch reinbekommen haben wir Not for Broadcast VR. Das preisgekrönte, düster komische Spiel über das alltägliche Chaos im TV-Betrieb wurde von Kritikern als bizarres Meisterwerk und vielleicht das beste FMV-Spiel aller Zeiten bezeichnet und ist jetzt auch als VR-Version erhältlich. Not for Broadcast übernimmst du das Gameplay, die Story und den fesselnden schwarzen Humor der preisgekrönten FMV-Abenteuers. Ey, das klingt irgendwie nach den 90ern und so, die ersten CD-Spielversuche. Egoistische Prominente, verlogene Politiker und seltsame Sponsoren. Erlebe die vergessene Kunst des Einlegens von VHS-Kassetten. Was ist denn hier mit diesen Spielen los? Naja, okay. Also, das kommt jetzt auch für die PlayStation VR 2. Toll. So, und ganz am Schluss gucken wir nochmal auf die Roadmap vom Alvo. Das ist jetzt auch endlich diesen Monat dann doch rausgekommen. Mein Video darüber vom letzten Monat, wo es schon aus Versehen einmal released wurde, kennt ihr ja vielleicht noch. Und das sieht ganz interessant aus. Also in den nächsten 1-2 Monaten wird noch eine neue Map erscheinen. Dann wird es einen Spectator-Mode geben, was ich eigentlich immer ganz interessant finde. Für Steam VR ein Modding-System. Ja? Da kann man dann auch eigene Level bauen. In 3 bis 4 Monaten noch eine neue Map und eine Social Lobby. Ich denke mal, das wird auch so ein Ding, wo man dann rumlaufen kann und nicht nur einfach dasteht, wie in der bisherigen Version. Dann ist auch die eigentliche Steam VR Release dran mit neuen Waffen und neuen Charaktern. Und irgendwann in 4 bis 8 Monaten, also noch ein bisschen hin, sind dann auch neue Zombie-Maps angesagt. Und noch ziemlich viel Krempel. Das soll es erstmal mit den News gewesen sein. Ich weiß, ein paar Geschichten das sind eher so medium interessant, aber ich versuche es trotzdem alles mal hier immer zu erzählen, damit wir halt den vollständigen Überblick haben. Für Oktober kommen natürlich jetzt auch wieder ein paar schöne Sachen raus. Die erzählen wir dann alle ganz in Ruhe und ganz ausführlich in dem Releases im Oktober Video, was dann wahrscheinlich auch in 10 Tagen schon wieder ansteht. Ich würde mich sehr freuen über ein Däumchen. Schreibt mir mal drunter, welches der Spiele oder Sachen euch interessiert. Wenn ihr noch mehr Informationen haben wollt, dann fragt einfach gerne. Ich bin erstmal draußen. Bis dann zum Hotel, zum Move von VR. Immer für euch da.